mich ganz besonders, dass ich ihn heute hier nochmal habe. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Er steht gerade in England vor Gericht. Geht am Dienstag weiter die Verhandlungen in die nächste Runde. Eine absolute Farce. Er wird im Prinzip, soll er verurteilt werden dafür, dass er berichtet hat, als freier Journalist, als damals er tätig ist, hat er als freier Journalist berichtet über Moslem-Vergewaltiger-Gangs, die in Leeds dort mehrere Mädchen vergewaltigt haben, jetzt zum Glück auch verurteilt sind, wenn auch zu sehr wenig. Also ich glaube, wir haben insgesamt, Tommy, was it 211 years they get the guys from Leeds? Ja, 211 Jahre haben die bekommen, aber nicht etwa jeder, sondern alle zusammen. Also bleibt da nicht viel übrig, wenn man das zusammenrechnet. Ich glaube, how many world? 20 Leute kriegen 211 Jahre, haben aber einen Schaden angerichtet bei jungen Mädchen, der überhaupt nicht wieder gut zu machen ist. Deswegen, weil er darüber berichtet hat, hat er gegen sogenannte Reporting Restrictions verstoßen oder soll dagegen verstoßen haben. Der Witz an der Sache ist, am selben Tag, wo er diese Sachen öffentlich gemacht hat, bei dieser Gerichtsverhandlung, wo er in Leeds vor dem Gericht stand, haben das 3 oder 4 andere Journalisten nachweislich gemacht. Aber die haben eben für BBC und LBC und wie sie alle heißen gearbeitet. Die haben diese Anzeige nicht bekommen. Tommy hat sie bekommen. Des Weiteren soll er angeblich beeinflusst haben durch seine Berichterstattung die Jury. Dort gibt es eine Jury, das englische Rechtssystem ist etwas anders als unser deutsches. Er soll die damit beeinflusst haben, dass er das ausgesprochen hat, wofür der Koran steht, wofür der Prophet Mohammed steht, was dort alles im Koran so drin ist und das damit belegt hat, dass das eigentlich in ihrer Natur ist, so zu handeln, weil die einfach Frauenrechte und Kinderrechte mit Füßen treten. Ja, und heute haben wir ihn hier bei uns und wie gesagt, Freunde, wenn er jetzt seine Rede hält, habt immer dabei im Hinterkopf, dieser Mann hält seinen Kopf gerade für uns alle in Europa hin, für die Meinungsfreiheit und auch für die Pressefreiheit. Deswegen finde ich es eine Frechheit, dass gerade andere Journalisten, Medienanstalten und so weiter ihn so verunglimpfen. Für mich ein absolutes Unding und er braucht unsere Unterstützung. Unterstützt ihn bitte auch weiter. Wenn ihr das schon gemacht habt, wunderbar, aber auch weiter unterstützen. Begrüßt mich nur ganz herzlich hier auf der Bühne. Frisch als Lüten. Er korrigiert mich immer, weil das wird ausgesprochen L-U-T-O-N, also Lüten, das ist den hier Slang wird. Tommy Robinson! Happy 4th birthday, Pegida. It's a privilege to be allowed to stand here and speak to you today. When I first started my road of resistance against Islam, I looked across the channel for hope and support. To my astonishment, there was none. I didn't see any. But now, 10 years on, I see so much that has happened for the good of your country and for all of Europe. Herzlichen Glückwunsch zum 4. Geburtstag, Pegida. Es ist, kannst du etwas Bass rausnehmen bei mir bitte? Pang, pang, pang. Bei mir? Ja. Es ist ein Privileg, heute hier sprechen zu dürfen. Als ich diesen Weg des Widerstands gegen den Islam und die Scharia-Befürworter begann, schaute ich über den Kanal nach Europa, nach Zeichen der Hoffnung und Unterstützung. Aber zu meinem Erstaunen habe ich keine gesehen. Aber jetzt, 10 Jahre später, sehe ich so viel, was zum Wohle unseres, also eures Landes und ganz Europas passiert ist. The world knows the sense of guilt felt by Germans due to the wars of the last century. But that is the past. Generations of Germans have moved beyond that. But please do not allow the mistakes of Merkel to blight your future generations.
That would be a burden and a terrible cost to all of your children. Though Merkel is still in power and doing her bit to hand over your beautiful country to Muslim invaders, we all see that the resistance is growing. You know that an Islamic Sharia-laden future is not inevitable. Die Welt kennt das Schuldgefühl, das die Deutschen aufgrund der Kriege des letzten Jahrhunderts empfinden. Aber das, Freunde, ist Vergangenheit. Generationen von Deutschen haben sich darüber hinaus weiterentwickelt. Aber bitte erlaubt Merkel nicht, künftige Generationen zu verderben. Das wäre eine Last mit schrecklichen Kosten, die ihre Kinder bezahlen müssten. Obwohl Kanzlerin Merkel immer noch an der Macht ist und ihren Teil dazu beiträgt, euer schönes Land den muslimischen Eindringlingen zu übergeben, sehen wir alle, dass der Widerstand wächst. Sie wissen, dass eine islamische, Scharia-beladene Zukunft nicht unvermeidlich ist. Merkel must go! Merkel must go! Merkel muss weg! 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 Alternative for Deutschland and Pegida are growing at a tremendous rate. It only started 4 to 5 years ago. With your electoral system of proportional representation, you have a chance that we in the UK do not have. We are encouraged when we look to other political patriotic organisations across Europe, like in Belgium, Austria, the Netherlands, Sweden, Hungary and the Czech Republic, Italy. I sense now that now is the time for things to turn. A revolution is on the cards. Pegida und die Alternative für Deutschland wachsen rasant und haben erst vor 4 Jahren bzw. 5 Jahren angefangen. Mit unserem Ihrem Wahlsystem, der Verhältniswahl, haben Sie eine Chance, die wir im Vereinigten Königreich nicht haben. Ich bin zuversichtlich, wenn ich mir andere politische, patriotisch-konservative Optionen in Ländern wie Belgien, Österreich, Holland, Schweden, Ungarn oder der Tschechischen Republik und Italien anschaue. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die Zeit gekommen ist, die Dinge umzudrehen. Eine Revolution steht auf dem Programm. With the growing support of political parties committed to national sovereignty and the defence of their historical freedoms and traditions, widespread change is possible. We owe it to our children to continue this fight. Feel your power. Take hope for the future because of the tremendous gains you have made in only the last few years. Your twice monthly marches and meetings is the ground from which a new spring, a new Germany and a new Europe, enriched with all those good from our past. Mit der wachsenden Unterstützung politischer Parteien, die sich der nationalen Souveränität verschrieben haben und der Verteidigung ihrer historischen Freiheiten und Traditionen, ist ein weitgehender Wandel möglich. Wir sind es unseren Kindern schuldig, diesen Kampf fortzusetzen. Fühlt eure Kraft. Hofft auf die Zukunft aufgrund der enormen Zuwächse, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt. Eure regelmäßig stattfindenden Demonstrationen sind der Boden, aus dem ein neues Deutschland und ein neues Europa hervorgehen wird. Angereichert mit allem Guten aus der Vergangenheit. And I urge you, do not give any space to the Sharia pushers. Do not be deceived. The Muslim invaders want your country for themselves. Integration, assimilation and gratitude are not qualities that Islam encourages upon its followers. For devout Muslims to follow their leader Muhammad is to seek to dominate
and to control the land of the non-Muslims by any means necessary and no matter how long it takes. The Quran says Muslims are the best of people. That means we as non-Muslims, we're in second place. Social equality between Muslims and non-Muslims, between men and women, does not and cannot exist in a Muslim-controlled society. Peace with Islam is a false peace. Ich fordere euch auf, den Scharia-Predigern keinen Platz zu lassen. Lasst euch nicht täuschen. Die muslimischen Invasoren wollen euer Land für sich haben. Integration, Assimilation und Dankbarkeit sind keine Eigenschaften, die der Islam von seinen Anhängern fordert. Für gläubige Muslime, um ihrem Führer zu folgen, soll Mohammed versuchen, das Land der Nichtmuslime mit allen notwendigen Mitteln zu beherrschen und zu kontrollieren, egal wie lange es dauert. Der Koran sagt dazu, Muslime sind die besten Menschen. Das heißt, wir Nicht-Muslime sind an zweiter Stelle. Soziale Gerechtigkeit zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, zwischen Männern und Frauen kann und wird in einer von Muslimen kontrollierten Gesellschaft niemals existieren. Frieden mit dem Islam ist falscher Friede. Many of the people who oppose us like to talk about being on the right Many of those people who oppose us like to talk about being on the right side of history. I contend the future belongs to us. Pegida has helped move Germany in the right direction. Not far right, just right. Despite the lies of the media, we are not far right. Our supporters, as anyone can see, come from all walks of life. Men, women, young, old, white, black. The desire to protect our freedoms and traditions is a common sense human response in the face of a threat from a barbaric 7th century ideology. Viele Menschen, die sich gegen uns stellen, reden gerne über die richtige Seite der Geschichte. Aber ich behaupte, die Zukunft gehört uns. Pegida hat dazu beigetragen, Deutschland in die richtige Richtung zu bewegen, aber nicht in die rechte. Trotz der Lügen der Medien sind wir nicht weit rechts, aber wir haben weiter Recht. Unsere Unterstützer kommen, wie jeder sehen kann, aus allen Gesellschaftsschichten. Männer und Frauen, jung und alt, arm und reich oder weiß und schwarz. Der Wunsch, unsere Freiheiten und Traditionen zu schützen, ist angesichts der Bedrohung durch eine barbarische Ideologie des 7. Jahrhunderts eine menschliche, ja natürliche Antwort. In 2010, before Pegida, before Alternative for Deutschland, Angela Merkel said, and she said it like a threat or as though she was on a religious mission, and I quote her, "Our country is going to carry on changing. Mosques, for example, are going to be a more prominent part of our cities than they were before." She was true to her word. Your country has changed. Back then she thought that the people would not do anything about it. In a few short years you have proven her wrong. By this time next year, because of a future that you will forge, we will only talk about Angela Merkel as a matter of history, as the former Chancellor. Im Jahre 2010, vor Pegida und AfD, sagte Angela Merkel, und sie sagte es wie eine Drohung oder als ob sie in einer religiösen Mission wäre, und ich zitiere, unser Land wird sich weiter verändern.
Moscheen zum Beispiel, sie werden ein wichtiger Teil unserer Städte sein als je zuvor. Merkel muss weg. Sie war ihrem Wort treu und ihrem Versprechen treu. Euer Land hat sich verändert. Damals dachte sie, dass ihr Leute nichts dagegen tun würdet. In den letzten wenigen Jahren habt ihr bewiesen, hat Pegida bewiesen, dass Merkel falsch lag. Zu dieser Zeit im nächsten Jahr werden wir hoffentlich nur über Angela Merkel in Vergangenheitsform sprechen. Also die ehemalige Kanzlerin, aufgrund eures Widerstandes, der für alle Vorbild sein sollte. Merkel must go. Merkel muss weg! 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 Revolution! In 5 months, on the 29th of March 2019, my country will have left the political arrangement known as the European Union. The future of the UK will be completely in our hands. National sovereignty is a dirty word among the many in the EU bureaucracy, but it is the right of every nation worthy of its name to take responsibility for its own affairs and its own destiny. You will find your own path here in Germany, as will other countries in Europe. We will always share a common heritage and history and be in solidarity for a peaceful and prosperous future. Love your country. There is nothing wrong with that. Indeed, it is your love for your country that will save you and your future generations from a dark and dangerous future. In 5 Monaten, am 29. März 2019, wird mein Land das politische System der Europäischen Union verlassen. We hope, we hope. Ja, wir haben heute im Auto, I just explained to the crowd what we spoke about in the car. Wir haben heute im Auto darüber gesprochen auf der Fahrt hierher zum Platz. Und es sind ja angeblich gestern Hunderttausende in England auf die Straße gegangen, die eine neue Entscheidung wollen, eine Re-Election für diesen Brexit, beziehungsweise dann gegen den Brexit. Natürlich bezahlt von Spezialisten wie Soros und so weiter und so fort. Es ist zu hoffen, dass es wirklich durchziehen und aus der EU rausgehen. Aber wir werden sehen, was passiert. Die letzte Messe für mich, meine Meinung, what I think, you're not going to leave. They're going to go for re-election. Aber weiter miteinander, carry on with your speech. Die Zukunft Großbritanniens liegt vollständig in unseren Händen. Nationale Souveränität ist ein Schimpfwort unter den vielen Volksverrätern in der EU-Bürokratie. Aber es ist das Recht jeder Nation, die diesen Namen verdient, Verantwortung für ihre eigenen Angelegenheiten und ihr Schicksal zu übernehmen. Ihr werdet hier in Deutschland euren eigenen Weg finden, ebenso wie andere Länder in Europa, aber wir werden immer ein gemeinsames Erbe und eine gemeinsame Geschichte teilen und für eine friedliche und erfolgreiche Zukunft solidarisch sein. Liebe dein Land, daran ist nichts falsch. In der Tat wird eure Liebe zum Land euch und zukünftige Generationen vor einer dunklen und gefährlichen Zukunft bewahren. Widerstand! 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 This is beautiful. You have a beautiful country and you are beautiful people. I want to thank you all for letting me be part of this movement and this celebration today. God bless Deutschland, God bless Dresden, and God bless Pegida. Thank you all.
And God bless Lutz. Just go for the German part. There you go. And wir sind das Volk. That's the only German I know. Wir sind das Volk. 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 You're actually lying, you know another German word. It's called beer. Also, das Wort Bier kennt ihr auch noch. Aber ihr seid wundervolle Menschen. Es ist mir eine Ehre gewesen, hier zu sein. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, Teil dieser Bewegung und speziell dieser Feier zu sein. Gott segne Deutschland, Gott segne Dresden und Gott segne Pegida. And God save Tommy Robinson. No shave. Tommy, 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 Tommy. And one more thing. Good luck for Tuesday. We'll declare immediately as soon as we know. I'd say thank you to, I got so much support from Pegida, from Lutz, from AFD, from Germans across your country when I was in prison. I'll go back to court on Tuesday and again, resistance. Also er dankt nochmal für den Support, den er bekommen hat von Pegida, von den Deutschen aus Deutschland, während er im Gefängnis jetzt schon mal war. Er war ja 10 Wochen schon mal zu Unrecht als politischer Häftling eingesperrt. Wir hoffen, dass sich das nicht wiederholt und dass wir ihn, now I can go for a promise, dass wir ihn sehr zeitnah wiedersehen, wenn er nämlich am Dienstag nicht ins Gefängnis geht und zu Recht freigesprochen wird. Dann nehme ich ihm ein Versprechen jetzt ab. Das werde ich tun. I just asked the audience. Would you promise, when you're not going to jail, to come ASAP to Dresden back? I love Dresden. I love Dresden. It's a beautiful, beautiful city. I love it. I'd happily come. I love it. So, wir haben das Versprechen, dass der dann zeitnah da ist. Vielleicht, maybe it's happening for the Christmas singing. We've got a big Christmas thing. Und da sind wir schon, genau, da bin ich gleich bei der Werbung. Weihnachten würde er kommen zum Weihnachtssingen und dann bin ich gleich beim ersten Termin, den ich jetzt noch mal gleich durchstecke. Das ist der 16. Dezember dieses Jahr. 16. Dezember, da werden wir wieder was Großes machen, unser großes Weihnachtssingen wieder. Deswegen jetzt schon mal hier über den Äther, auch über den Livestream und an euch alle natürlich. Kommt zu Weihnachten nach Dresden, wir machen es mit Absicht am 16., weil der Sonntag darauf wäre dann schon der 23. Und da kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen dann am Heiligabend lieber zu Hause sein möchten und deswegen nicht ein Stück weiter nach Dresden kommen, weil sie ja dann am 23. nachts noch zurück müssten. Das wäre wahrscheinlich dann nicht so produktiv. Deswegen haben wir uns entschieden, dieses Jahr für das Weihnachtslieder singen mit Pegida am 16. Dezember. Weitere Details kommen dann noch. Das ist das schon mal. Ihr habt ja gemerkt, für gerade die von weiter weg kommenden, es war nicht mehr so einfach, in Dresden ein Hotel zu bekommen. Aber Pegida ist ja schlecht für die Wirtschaft und für alles. Aber es war auf jeden Fall fast unmöglich, hier noch irgendwie eine Übernachtung zu bekommen. Wir hatten ja auch noch ein paar Gäste zusätzlich bekommen, wollten für die noch eine Übernachtung buchen.